Servus Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ich bin die Jessie und habe heute für euch ein rein elektrisches Auto dabei, was für mich absolut bezahlbar ist. Man sitzt hoch, also quasi ein City-SUV, und zwar ist es der Peugeot E2008. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert auch sehr gerne unseren Kanal The Car Crash Review, denn hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir und hier seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wie ihr seht, es ist Winter, das bedeutet, wir machen gemeinsam einen Wintercheck, werden darüber sprechen, wie weit wir mit dem wirklich gekommen sind, wie es mit dem Laden war, wie es mit dem Fahren ist, wie er aussieht, welche Ausstattungen es gibt. Falls ihr darauf Lust habt, jetzt dranbleiben und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen ihn uns etwas genauer an. Kommt mit! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die vergleichen für euch unter teilnehmenden Leasinganbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum, und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Wird sich jetzt vor allem hier bei dem E2008 lohnen, denn ihr profitiert von einer Förderung von bis zu 10.000 € und einer Dienstwagensteuer von 0,25%. Das bedeutet, ihr bezahlt im Vergleich zu einem Verbrenner nur ein Viertel, was wirklich grandios ist. Wie viel der jetzt hier kostet, werde ich euch am Schluss verraten, genauso wie auch die Verbrennerversion. Denn den 2008 oder 2008 gibt es jetzt seit 2013 in der ersten Generation, damals nur Verbrenner. 2019 kam dann die zweite Generation auf den Markt und 2020 dann auch die elektrische Version. Und Peugeot hat erstmal damit gerechnet, dass es gar nicht so viel wird, haben erst mit 10% Marktanteil gerechnet. Jetzt gehen wir schon eher in Richtung 60%, vielleicht wegen der Förderung, vielleicht aber auch, weil Elektrofahrzeuge jetzt in Zukunft einfach viel öfter gefahren werden müssen und auch können und sie auch durchaus Sinn machen, vor allem in diesem Segment. Wir haben ein City-SUV, sitzen sehr hoch und haben eine angegebene Reichweite von WLTP zwischen 300 und 340 Kilometer. Jetzt sitzen wir hier vorne oder stehen hier vorne und sprechen vielleicht erstmal noch über die Wettbewerber. Da gibt es beispielsweise den Opel Mokka E oder auch den Citroën C4. Die stehen beide auf der gleichen Plattform wie auch der 2008, nämlich auf der CMP-Plattform, der Common Modular Plattform. Mein Französisch ist wirklich grauenvoll, tut mir leid. Und es gibt 3 Ausstattungsvarianten jetzt hier: Active, Allure und GT, oder wie der Franzose sagt, GT, und darauf jeweils noch ein Pack, da habt ihr dann noch Assistenzsystem dazu. Hier vorne an der Front, Unterschied Verbrenner bzw. Elektroauto ist einerseits, dass hier der Kühlergrill teilweise mit Wagenfarbe nochmal kommt. Wir haben jetzt hier übrigens ein Orange drauf, das heißt, glaube ich, Fusion Orange. Kostet keinen Aufpreis, daher kleiner Spartipp von uns, finde ich sehr, sehr schick, aber fällt auch sehr, sehr auf. Hier vorne in der Mitte dann das 2008-Logo. Sehr charmant übrigens auch noch, dass die 2 Nullen hier in so ein Unendlichkeitszeichen gefasst sind. Und was ich ein bisschen schade finde, wir haben jetzt hier noch nicht das neue Peugeot-Logo, das finde ich nämlich deutlich schöner als das alte. Da könnt ihr aber beispielsweise mal beim 308 bei uns vorbeischauen, den haben wir euch ja auch schon in allen Motorisierungen vorgestellt. Da seht ihr das dann auch nochmal auf Video. Hier unten dann seht ihr, es ist ein bisschen hochgebockter als der 208, den wir euch auch vorgestellt haben. Ein bisschen offroadiger, haben jetzt hier nochmal so ein kleines Chromelement und hier relativ viel Plastik an den Seiten. Auch Schwarzelemente. Wir haben hier übrigens die GT-Ausstattung, also die höchste sportliche Ausstattung, die ihr bekommt. Serienmäßig gibt es noch Halogenleuchten. Hier haben wir jetzt das optionale Full-HD-Licht, was ganz gut ist. Hat jetzt hier eine sehr schöne Lichtsignatur. Sieht aus wie ein Löwenkratzer, der sich jetzt hier unten auch nochmal weiterführt in einem Fangzahn. Für mich von vorne eine sehr schöne Optik, eine sehr designorientierte Optik. Also es ist auf keinen Fall langweilig, aber es eckt dadurch auch ein bisschen an. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr ihn so findet. Und würdet ihr euch für den 208 oder für den 2008 entscheiden? Würde mich auch sehr interessieren. Und wenn wir jetzt hier in die Seite gehen, vielleicht kurz zu den Maßen. Der ist 4,30 Meter lang, 1,77 Meter breit und 1,55 Meter hoch. Ihr seht schon, der ist nicht zu groß, der ist nicht zu wuchtig, der ist gut für die Stadt, der ist aber auch gut mit seinem Wendekreis von 10,40 Meter, um auch mal eine kleine Parklücke oder so zu kommen. Wir haben jetzt hier ein rein elektrisches Auto. Das bedeutet, wir haben einen Akku, der jetzt hier in der Mitte im Unterboden sitzt und in diesem Fall 50 Kilowattstunden fasst. Das ist ganz gut. Reichweite habe ich euch ja schon angeteasert. Wie weit wir wirklich gekommen sind, werde ich euch später erzählen. Und jetzt schauen wir uns vielleicht mal kurz die Felgen an.
16, 17, 18 Zoll. Wir haben jetzt hier einen Winterreifen drauf, beziehungsweise auch Winterfelgen, daher sind die jetzt nicht so spektakulär. Was ich da hingegen aber sehr gut finde, ist, dass wir jetzt hier eine Plastikumrandung haben, um das Rad hier oben dann nochmal ein E-Zeichen, nochmal mit sehr viel Klavierlack, das fände ich jetzt persönlich nicht so vonnöten, viel Klavierlack hier draußen eben zu verbauen. Auch hier nochmal Klavierlack in der Spiegelkappe, die übrigens sehr groß ist. Man sieht auch sehr gut hinten raus. Und hier unten seht ihr dann auch schon hochgebockt. Wir haben aber nochmal so eine Zierleiste in einem Chrom oben. Türgriffe sind in Wagenfarbe. Und wir haben das schwarz abgesetzte Dach, was das Ganze nochmal schwebend aussehen lässt. Auch nochmal mit so einer schwarzen Dachreling. Leider nicht das Glasdach, was man oben noch konfigurieren kann. Kostet ungefähr 900 €. Würde ich auf jeden Fall nehmen, weil das einen super schönen Innenraum macht. Und irgendwie halt auch gut aussieht, oder? Aber es ist wirklich Geschmackssache. Hier hinten habt ihr dann auch noch ein kleines Muster. Darauf hätte ich jetzt verzichten können, das bräuchte ich jetzt nicht. Das fühlt man auch wirklich, das ist so aufgeklebt. Und hier kann man jetzt den 2008 laden. Und ich mache das euch jetzt mal auf. Und beim Laden geht es ja jetzt immer darum, wie kann man den laden. Einerseits an der Steckdose AC, beziehungsweise an der Steckdose und AC. An der Steckdose braucht er 27 Stunden, um voll zu sein. AC mit bis zu 11 kW braucht er dann 5 Stunden. Man kann ihn aber auch DC laden, also schnell laden, wenn ihr auf der Autobahn zum Beispiel unterwegs seid. Das geht bis zu 100 kW und da braucht er 45 Minuten von 0 auf 80%. Und wenn ich jetzt hier an der Seite stehe, falls ihr noch keine Wallbox habt, könnt ihr gerne mal bei unserem neuen Kooperationspartner Next Level Energy vorbeischauen. Die haben einen E-Shop, und zwar den Nick E-Shop. Da bekommt ihr alles rund um Ladelösungen, aber auch Photovoltaikanlagen oder auch Energiespeicher. Und mit dem Code TheCarCrash bekommt ihr 25 € ab einem Einkaufswert von 150 €. Ich packe euch alles unten in die Infobox, dann könnt ihr da mal reinschauen und auch vorbeischauen. Hier kann man eben wieder zumachen. Ich mache euch auch ein Schnittbild drüber vom Laden. Wir haben den natürlich auch bei uns daheim geladen. Die Ladezeiten sind echt in Ordnung. Wenn wir jetzt mal ins Heck gehen, seht ihr jetzt schon, sehr sportlicher Spoiler oben nochmal mit 2 Finlets an der Seite, sehr dunkle Heckscheibe, die das Ganze nochmal optisch verlängert. Hier übrigens auch nochmal 2 Linien, die sehr interessant aussehen. Und einmal hier eine Leuchte, die jetzt so optisch verlängert nochmal mit dem Schwarz hier durchgeht. Peugeot steht dann hier in der Mitte. Und auch die sieht wieder aus wie so ein Löwenkratzer nach unten. Wow. Für mich eine sehr schöne Optik. Ich mag die Autos. Unten habt ihr dann relativ viel Hartplastik, die jetzt auch hier so ein bisschen das, was jetzt auch noch so nach vorne geht. Hier auch nochmal eine Chromleiste. Sehr hochgebockt, bedeutet, dass ihr da jetzt auch nicht so schnell irgendwo dran fahrt und ihr könnt auch mit gutem Gewissen mal über einen Bordstein fahren. In der Mitte dann das Peugeot-Logo und jetzt würde ich sagen, machen wir mal den Kofferraum auf, weil darum geht es ja jetzt auch. Funktioniert jetzt nicht elektrisch, sondern manuell und hier hinten haben wir jetzt 400 bis 1470 Liter Fassungsvermögen. Das ist ganz gut und ihr seht jetzt eine Sache, das Auto ist wirklich brandneu, hat gerade mal 300 Kilometer drauf, die wir tatsächlich auch für unseren Test genutzt haben. Und schaut mal, hier total satisfying, das mache ich jetzt mit euch gemeinsam. Kann man jetzt hier, okay, meine Nägel sind zu lang, man könnte jetzt hier noch das drunter machen, ihr seht, darunter verbirgt sich eben Chrom. Und das ist wirklich sehr gut, denn wir haben jetzt hier eine sehr schöne Möglichkeit, den doppelten Ladeboden wegzumachen. Jetzt geht der Kleber nicht weg, aber ihr könnt es euch vorstellen. So ist es genau. Das sieht sehr edel aus, ist gut verarbeitet. Und damit kann man jetzt hier eben den doppelten Ladeboden hochheben. Erstmal zeige ich euch aber noch die Kabel. Bisschen dreckig geworden hier schon in unserem Tester. Wie ihr seht, wir haben sie wirklich benutzt. Hier ist jetzt die Kachel für die Haushaltssteckdose. Ihr seht jetzt hier auch, es ist wirklich eine Haushaltssteckdose, darin kann man es auch laden, aber es braucht halt wirklich 27 Stunden mit so 2 Handschuhen dann nochmal auf der Seite. Das mache ich jetzt vielleicht hier auch mal weg. Und als nächstes schauen wir uns jetzt mal hier den doppelten Ladeboden an. Das packen wir jetzt hier mal auf den Boden. Den kann man ja, wie ich euch gerade schon gesagt habe, einmal hier so reinklemmen bzw. komplett rausmachen. Ist auch sehr robust, gut verarbeitet und hier eben auch in einer sehr schönen Chrom-Applikation nochmal. Und wir können natürlich auch die Hutablage da vorne wegmachen. Die ist auch gut verarbeitet, schaut mal, da ist jetzt nicht irgendwie einfach nur so eine Schnur, sondern das ist auch so ein Gummi, der eben hoch und runter geht. Also eben nachgibt in dem Fall. Hier jetzt auch nochmal hoch. Und das muss man jetzt hier kurz rausheben, einmal, zweimal. Und jetzt klappen wir gemeinsam mal die Rückbank um. Und jetzt ist natürlich immer die Frage, muss ich dafür jetzt an die Seite oder kann ich das selbst machen? Ich komme selbst sehr gut dran, muss mich hier nur leicht vorbücken. Einmal, zweimal, na, und jetzt seht ihr eben, wenn wir den Ladeboden raus haben, haben wir eine kleine Kante, aber es ist trotzdem sehr viel Platz. Ich mache euch den jetzt aber mal rein, weil falls ihr irgendwie mal einen Spiegel oder sowas transportieren wollt, geht das natürlich auch anders. So, hier mit dem Brett, was ihr hier mitbekommt. Einmal rein. So, und dann habt ihr schon wirklich eine relativ ebene Fläche. Übrigens an den Seiten dann auch nochmal zweimal die Möglichkeit, was
abzulegen. Sonst gibt es nicht so viel zu zeigen tatsächlich hinten im Kofferraum. Ich mache die Hutablage jetzt einfach mal so rein. Packe auch die Ladekabel mal drauf. Und als nächstes würde ich sagen, machen wir hinten mal zu und ich mache euch vorne die Tür auf. Ich möchte euch jetzt zeigen, wie viel Platz ich da hinten habe. Das ist ja sehr interessant hier jetzt bei so einem kleineren SUV. Ich bin 1,64 Meter groß und würde sagen, ihr kommt mal mit. Mache euch jetzt hier erstmal auf. Ich gehe mal auf die andere Seite. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie einfach ist jetzt der Sitz umzuklappen. Wichtig ist, man muss jetzt hier immer den Gurt nach vorne nehmen, damit er nicht dahinter ist. Einmal. Und ich mache es jetzt auch auf der anderen Seite. Zweimal. Jetzt seht ihr hier schon, ich habe den Gurt nicht mitgenommen, der hängt dann da hinten dran. Das muss man dann eben immer mit nach vorne ziehen. Jetzt mache ich hinten mal zu. Und ihr seht, die Platzverhältnisse sind wirklich sehr gut nach oben hin. Ja, ich zeige euch auch meinen Bad Hair Day heute. Habe ich ausreichend Platz. Beim Jan war es auch so, dass er jetzt nicht angestoßen ist. Also es war relativ komfortabel nach vorne hin. Ich setze mich mal gerade hin vielleicht. Auch 2 Fäuste Platz. Die Sitze sind aber auch auf meine Größe eingestellt, muss man ehrlicherweise sagen. Wenn es jetzt auf Jans Größe wäre, wäre aber trotzdem noch okay Platz für mich. Und jetzt haben wir hier ja optional nochmal die Ledersitze dazu. Kosten, glaube ich, 890 €. Sehr schönes weiches Leder. Hier oben auch in der Kopfstütze noch perforiert. Wir haben hier auch nochmal eine Kopfstütze. Keine mittlere Armdurchreiche, die ich jetzt noch runterklappen kann, aber Isofix. Also eure Kiddies haben auf jeden Fall auch hier die Möglichkeit mitzukommen. 2 USB-Anschlüsse, hier hätte ich mir einen USB-C und einen USB-Anschluss gewünscht. Und wir haben jetzt hier so hochflorige Teppiche. Ihr seht jetzt hier unten auch ein bisschen grün. Würdet ihr die Standardversion jetzt nehmen bei dem GT, hättet ihr eben auch noch Stoffsitze mit dem Grün. Die finde ich persönlich ein bisschen schöner. Jetzt schauen wir gemeinsam noch in die Tür. Ich ziehe mal meine Mütze hier wieder an. Das ist der große Vorteil im Winter, dass man Mützen anziehen kann für die Bad Hair Days. Und hier habt ihr jetzt so ein Sichtchrom bzw. Sichtcarbon, Entschuldigung. Also hier ist wirklich ein Carbon-Look, darunter dann eben eine klavierlackfarbene Leiste. Türöffner jetzt hier in dem Chrom und hier dann leicht gepolstert, sonst relativ viel Plastik hier unten, aber das Plastik ist sehr gut verarbeitet und dementsprechend robust. So, und als nächstes gehen wir noch gemeinsam vor. Und ihr habt es ja hinten schon gesehen, die Frage ist ja immer bei Elektroautos, haben wir vorne einen Frunk? Leider nicht, leider keine Möglichkeit vorne die Kabel zu verstauen. Ich möchte euch aber trotzdem zeigen, wie es da vorne aussieht. Das ist ein Kritikpunkt tatsächlich, das hätte ich mir gewünscht. Und bevor ich euch vorne aufmache, erzähle ich euch vielleicht noch kurz, was es für Verbrennervarianten gibt. Und zwar gibt es einmal einen Benziner mit 100 PS, 130 PS und 155 PS. Und es gibt noch einen 1,5 Liter Diesel mit 110 PS bzw. 130 PS. Und hier haben wir aber die E-Version, die sehr beliebte E-Version mit 136 PS. Und die mache ich jetzt mal gemeinsam mit euch auf. Funktioniert hier einfach per Druck. Und der ist jetzt frontangetrieben, das habe ich euch noch gar nicht erzählt, das ist relativ wichtig zu wissen. Da steht jetzt auch schön Peugeot drauf und der hat 260 Newtonmeter maximales Drehmoment, fährt VMAX 150 km/h, also das ist nicht der schnellste. Reichweite habe ich euch ja auch schon gesagt, zwischen 310 und 340 Kilometer, je nachdem welche Version wir haben. Jan wird euch später dazu mehr bei der Fahrt erzählen. Und ist ein 9 Sekunden auf 100, Verbrauch liegt bei 16 Kilowattstunden. Ja, hört sich gut an. Ich bin gespannt, mit euch nachher zu fahren. Wir machen jetzt hier als nächstes mal zu. Gehen dann noch in den Innenraum, den würde ich euch auch noch gerne zeigen. Wir werden über das Infotainment-System sprechen, über die Klimaanlage, über den Sitzkomfort. Anschließend fahren wir gemeinsam mit Jan. Und dann gibt es noch ein kleines Fazit. Ich werde euch erzählen, was der kostet. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr dranbleiben würdet. Kommt mit! Weiter geht's jetzt mit dem Innenraum. Wir haben jetzt hier extra unseren schönen Hotspot ausgesucht mit der schönsten Sicht, die man jetzt hier bei uns aufs Dorf hat. Hier sind auch viele Wandersleute unterwegs, also nicht wundern, falls hier ab und zu mal Leute hinter mir durchlaufen. Und erstmal fangen wir jetzt mit den Sitzen an. Wir haben jetzt hier die optionale Lederausstattung nochmal mit dabei, die kostet 890 €. Ich persönlich würde jetzt kein Leder nehmen, aber sie sind sehr gut verarbeitet. Schaut mal, wie schön die jetzt hier gesteppt sind. Ich mag es auch, dass wir jetzt hier eben nicht dieses Grün drin haben. Die Stoffsitze finde ich aber schon ziemlich gut. Bei Peugeot auch sehr dicke Seitenbacken, hier oben auch nochmal ein Element und auch die Kopfstütze lässt sich gut verschieben, hier oben dann auch nochmal so perforiert. Das ist echt eine sehr gute Materialanmutung und auf Materialverarbeitung. Jetzt schauen wir mal gemeinsam unten erstmal in die Einstiegsleiste. Ich finde, Einstiegsleisten sind immer super wichtig. Ist so der erste Eindruck, bevor man das Auto dann betritt, beziehungsweise besitzt dann in dem Fall. Und die finde ich sehr, sehr schön.
Auch die Tür ist jetzt hier mit so einem Sichtcarbon, also es ist natürlich kein echtes Carbon, sondern eben so ein Look. Ist eben durch die GT-Ausstattung hier drin geschuldet. Das Klavierlack darunter finde ich jetzt nicht so schön. Was ich aber gut finde, ist darunter dann eben die Ambientebeleuchtung, die man in verschiedenen Farben einstellen kann. Armpolsterung ist okay, die ist ausreichend, sonst haben wir unten ein bisschen Hartplastik und da jetzt tatsächlich dieses Grün, was eben bei dem GT immer zu finden ist, beziehungsweise eben GT-typisch ist. Man fühlt sich hier drin so ein bisschen wie in so einem Spaceship, das ist total verrückt, weil hier alles einen so umgarnt, beziehungsweise eben ja, umrandet quasi. Wir haben jetzt hier alles bezogen, auch wieder die grüne Nähte. Die Lüftungsdüse geht dann in die Tür über und auch hier verlängert eben dieses Carbon-Element sich. Hier auch nochmal ein bisschen Chrom, das bräuchte ich jetzt nicht. Auch wieder unser Klavierlack mit wieder hier unten, ihr seht, die Ambientebeleuchtung. Wir haben auch ein Handschuhfach hier unten, was ausreichend Platz mit sich bringt. Auch nochmal 2 Fächer hat, dass man irgendwas separieren kann. Hier unten dann eine ja, relativ hochflorige Fußmatte, sehr angenehm auf der Haut, sehr weich auf der Haut. Und der Mitteltunnel hier ist jetzt ein bisschen Plastik, das finde ich aber okay. Was ich nicht so gut finde, ist das viele Klavierlack, was wir jetzt hier haben. Cobra Shifter ist sehr angenehm auf der Hand. Hier stellt man eben die Gänge ein. Hier dann auch noch mal ein bisschen Chrom drumherum, Parkbremse. Hier finden wir dann gleich die Drive Mode, die wir bei der Fahrt besprechen werden. Und hier habt ihr dann noch mal ein kleines Fach mit noch mal so einem kleinen Mini-Teil, was man rein und raus machen kann. Also hier ist auf jeden Fall sehr viel Platz. Ich sitze auch übrigens sehr hoch, fühle mich sehr wohl. Aber als nächstes würde ich sagen, kommt Jan mal rein und wir besprechen hier vorne alles. Und eure Frage ist ja immer, wie fühlt sich das an mit diesem kleinen Peugeot-Lenkrad? Ich persönlich mag das sehr gerne. Das liegt gut in der Hand. Man fühlt sich auch so ein bisschen wie ein Rennfahrer. Und ich kann das jetzt auch sehr gut einstellen. Ich kann es nach oben und nach unten einstellen. Kritikpunkt ist, ich kann es nicht rein, beziehungsweise ich kann es rein oder raus machen, aber nicht genug rein für meine Größe. Das hätte ich ein bisschen besser gefunden, wenn das noch ein kleines Tickchen mehr reingehen würde, weil ich eben relativ klein bin und deswegen auch relativ weit vorne sitzen muss, weil meine Beine relativ kurz sind. Hier unten steht dann GT drauf, nochmal auf so einem chromfarbenen Element. Grüne Stitchings hier an der Seite. Hier habt ihr dann eben das Peugeot-Logo, noch das alte Logo auf dem Pralltopf. Hier wieder Klavierlack, hier oben wieder Chrom. Ihr seht, hier passiert sehr viel, sehr viele Materialien, aber es ist trotzdem stimmig, es ist nicht zu viel. Gut finde ich hier die Lautstärkeregelung per Knopfdruck. Alternativ habt ihr auch noch eine Lautstärkeregelung per Drehregler. Finde ich also, egal ob ich jetzt Rechts- oder Linkshänder bin, beziehungsweise wohin ich lange, wie man bei uns in Baden sagt, kann man eben das Ganze einstellen. Wir haben jetzt hier oben ein Cockpit, das iCockpit, das sehr interessant aussieht. Hier an den Seiten sind so Öffnungen, hier drumherum wieder Chrom mit so einer leichten Hutze drüber. Und wenn ich mir das Lenkrad jetzt richtig eingestellt habe, kann ich das gut sehen. Da ist ja immer die Angst so ein bisschen, liegt das Lenkrad davor oder nicht. Bei mir hat es auf jeden Fall sehr gut gepasst. Hier drunter übrigens auch nochmal dieser Carbon-Look um den Start-Stopp-Knopf. Und jetzt schauen wir uns hier vorne mal an, was man sich da alles konfigurieren kann. Ich spiele das jetzt mal ganz kurz durch. Ihr könnt beispielsweise die Energieflussanzeige in der Mitte reinmachen. Ihr seht schon, wie geschmeidig das alles jetzt hier so herumfährt. Da ist schon sehr viel Grafikdesign dabei und zack, kommen jetzt hier die Assistenzsysteme. Das finde ich sehr schön gelöst. Kritikpunkt daran ist aber, dass es manchmal ein bisschen länger geht. Ihr seht es. Aber wie oft stellt man sich da vorne eben schon das Cockpit ein? Das macht man 2-3 Mal und dann ist die Sache eben gegessen. Dann hat man sich für einen Favoriten entschieden. Hier drüben dann noch die Assistenzsysteme. Da könnt ihr einen Spurhalteassistent reinmachen. Sprechen wir dann später noch bei der Fahrt. Und jetzt geht es ums Infotainment-System bzw. alles, was hier in der Mitte ist. Fangen wir mal unten an. Einerseits habt ihr hier die Möglichkeit, da oben muss man drauf drücken, das Handy zu verstauen. Ich zeige es euch mal. Da liegt nämlich Jans gerade drin. Kann man hier reinlegen. Hier kann man dann auch nochmal was drauflegen. Ich würde das persönlich nicht machen, weil das nicht so robust ist. Kann es hier auch wieder zumachen. Dann sieht man das Handy nicht. Hier unten auch nochmal eine Ablagefläche. 12 Volt Steckdose ist hier dann auch noch mit dabei. Da ist sie, genau. Und wir haben jetzt hier USB-C-Anschluss und einen USB-Anschluss. Also für beides gibt es dann eine Lösung, was ich gut finde, weil irgendwie habe ich immer das dabei oder das und dann ist was anderes im Auto super nervig. Hier oben dann auch wieder sehr viel Klavierlack. Sitzheizung lässt sich per Touch einstellen, funktioniert auch. Während der Fahrt kommt man ganz okay dran. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ich da meinen Arm sehr weit ausstrecken muss und mich so ein bisschen vorbeugen muss. Aber das ging dann eigentlich und hier habt ihr eben einmal die Einstellungen für die Klimaanlage. Könnt ihr ganz einfach eben hier einstellen. Mit so einem Druckknopf ist so ja, wie in so einem Flugzeug. Hier oben dann Touchflächen für die wichtigsten Elemente beim Infotainment-System. Und das besprechen wir mal kurz. Hier habt ihr eben alles für die Medien, Apple CarPlay, Android autofähig übrigens. Hier nochmal eine Einstellung per Touch eben für die Klimaanlage. Hier ist dann die Navigation, die funktioniert sehr schnell und zeigt übrigens auch die nächsten Ladepunkte an. Hier alles eben zum Fahrzeug, da können wir dann verschiedene Dinge einstellen. Vielleicht ist Sicherheit ganz interessant. Hier haben wir nämlich die verschiedenen
Assistenzsysteme, die wir hier drin haben, wie ein Totwinkelassistent oder eben auch eine Verkehrszeichenerkennung. Telefon habe ich euch ja schon gesagt, easy mit Bluetooth haben wir auch probiert und hat auch sehr gut funktioniert. Und hier dann auch nochmal die Connect-Apps bzw. die Fahrzeug-Apps, die ihr einstellen könnt. Das Wichtigste ist hier quasi das Energie- bzw. Ladezeit vorprogrammieren. Das funktioniert sehr einfach. Habt hier auch noch Statistiken zum Verbrauch. Kein Spoiler, das ist jetzt nicht der richtige Verbrauch, da werde ich euch später mehr dazu erzählen. Und habt hier eben noch eine Stromflussanzeige, die würde ich sagen, mache ich jetzt gleich rein, wenn wir gemeinsam fahren. Und als nächstes kommt Jan jetzt mal rein, sitzt sich neben mich, er ist der beste Beifahrer der Welt und dann fahren wir hier gemeinsam los. Kommt mit. Ja, hallo, jetzt fahren wir los. Hallo Jan, schön, dass du mit dabei bist. Jessie hat heute Drogen genommen. Ihr wollt nicht wissen welche. Ich habe mich gefragt, welche Drogen bei Nervosität helfen. Manchmal in so Studios bin ich hier ein bisschen nervös. Was hilft da? Kiffen. Kiffen, nee, lieber nicht. Gut, jetzt geht es ums Auto. Wir starten jetzt den E2008 hier vorne. Ja, man muss es noch an einem Start-Stopp-Knopf machen. Finde ich aber gut, irgendwie ist es verwirrend, wenn man sich einmal ins Auto sitzt und es startet, weil das will ich ja manchmal gar nicht. Und jetzt haben wir hier so einen Shifter. Erstmal möchte ich euch die Rückfahrkamera zeigen. Ja, ihr seht, die ist jetzt nicht grandios gut. Ihr habt so Hilfslinien, aber die sieht schon ziemlich aus wie mein Gameboy damals 1995. Hattest du einen Gameboy? Ja, in grauen und dann noch einen gelben mit Pikachu Pokémon Edition. Ich habe nie einen Gameboy bekommen, nur Holzspielzeug. Ich habe mir den hart verdient. Ich habe hier Limonadenladen gemacht bei uns vor der... Ja, okay. Gut. Ich bin runter in D. Es gibt übrigens auch noch einen B-Modus, einen Rekuperationsmodus. Da vorne seht ihr es dann im Cockpit, wenn ihr in B oder in D seid. Wir fahren jetzt erstmal normal in D los und es gibt ja verschiedene Modi. Wir haben Sport, Normal und Eco. Seht ihr da vorne auch nochmal Eco, Normal, Sport und dementsprechend passt sich da auch die Reichweite an. Muss ein bisschen länger drin bleiben. 28 Kilometer, wenn ich jetzt in Eco bin, sollte das dann während der Fahrt ein bisschen hochgehen. Wie sich das genau verhält, erzähle ich euch gleich. Erstmal fangen wir jetzt aber in Sport an, oder? Wir haben jetzt hier ein sportliches City-SUV und fahren jetzt hier mal gemeinsam los. Da ist frei, oder Jan? Ja, da ist frei. Manchmal auch einfach... Auf gut Glück. Auf gut Glück. Glück auf. So, jetzt bremsen wir runter und wir beginnen jetzt mit einer Beschleunigung. Auf 0 runtergebremst und... Willst du es filmen? Ich film's. Gut. Andale! Das war schon wieder ein Wolf, ne? Ja, 100. 9 Sekunden, das ist okay. 260 Newtonmeter maximales Drehmoment. Frontantrieb gibt es nicht als Allradantrieb. Ja, wir haben jetzt... Stimmt nicht, was ihr euch erzählt. Sie hat nämlich im Eco-Modus beschleunigt. Hab ich? Scheiße! Und da haben wir eben nicht 260 Newtonmeter, sondern 180. Und wir haben da auch nicht 100 kW, sondern nur 60 kW Leistung. Jetzt habe ich mich echt schon gewundert, genau, denn die Modi sind gedrosselt. 60 kW, 80 kW und 100 kW. Und jetzt habe ich einen Riesenfail begangen. Bin ich schon wieder ein Klugscheißer jetzt nee, oder was okay? Es war okay, es ist mir tatsächlich ein Fehler passiert. Wir werden auch gleich nochmal einen Sport beschleunigen. Jetzt aber vielleicht generell dazu, warum bin ich so verwirrt? Nein, ich habe nicht gekifft. Es ist sehr bequem hier drin zu sitzen. Ich habe eine gute Rundumsicht, besser als beim E208, weil wir natürlich jetzt auch ein bisschen höher sitzen. Wie findest du es so hier drin? Eigentlich ganz gut, oder? Ich sage euch ehrlich, bin nicht der SUV-Typ. Aber der tiefe Schwerpunkt vom Auto mit einem Akku 350 Kilo, der da halt unten liegt, der lässt einen so ein bisschen vergessen, dass es ein SUV ist. Und das ist ja auch kein Q7-Schiff, sondern eben halt kompakter Ausmaß. Ich finde es okay. Sehr gut. Was ich gut finde, ihr habt es gerade gesehen, Wendekreis knapp über 10 Meter, ich glaube 10,40 Meter. Das ist echt gut, vor allem in der Stadt war das auch angenehm. Ich war auch bei einer Freundin, die hat eine mega enge Parkeinfahrt, bin da super easy wieder rausgekommen. Also die Ausmaße sind auch für die Stadt sehr gut, beziehungsweise eben für enge Parkfahrten. Und jetzt ist ja die Frage, kleines Lenkrad. Wie findest du das, Jan? Klein? Klein und wendig, weil man kann hier ganz gut mit einer Hand auch wirklich kurbeln, Tellerwäscher spielen, auch wenn man das natürlich nicht darf oder soll. Aber ich fand die Lenkung ganz gut. Du fandest sie ein bisschen zu synthetisch, ne? Ist das mega Süßes. Jessie verfällt ins Badische, wenn sie ein bisschen nervös ist. Ich bin jetzt nämlich nervös, weil wir gehen jetzt hier in den richtigen Modus. So, jetzt Sport. Bin ich in Sport, Jan? Ja, ich drücke das Gas. Schaut es euch an. Da vorne quietschen auch die Reifen so ein bisschen. Quietsch. So, jetzt geht es ja deutlich schneller. Ich sehe schon. Aha, 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 aha. 100. Ja, okay, jetzt habe ich es euch gezeigt. Diesmal hat mir auch die 136 PS und auch die 260 Newtonmeter. Ja, ist manchmal nicht so einfach. Und jetzt geht es darum,
Ihr seht ja da vorne schon 22 Kilometer Reichweite. Ich habe ja massive Reichweitenangst. Und Jan hat den jetzt bis fast auf 0 runtergefahren und kann euch sagen, wie weit wir jetzt vor 2 Wochen hat es noch irgendwie Plusgrade gehabt und jetzt im Winter auch gekommen sind. Verbrauch soll ich euch erzählen. Wir hatten eine Range von 215 Kilometer, wo es ganz kalt war, hin zu 260, wo es fast 20 Grad hatte. In der Stadt sind wir deutlich über 300 Kilometer gekommen mit dem Rekuperieren, was euch Jessie gleich erzählen wird. Und auf der Autobahn, das Auto fährt 150 km/h maximal schnell, sind wir deutlich unter 200 Kilometer weit gekommen, was zu einer enormen Reichweitenangst geführt hat. Normverbrauch liegt bei etwa 16 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und da haben wir dann halt auch mal an die 24 Kilowattstunden gebraucht. Das liegt halt an eurem Fahrverhalten, liegt allerdings auch an der Temperatur da draußen. Interessant ist, wir wissen nicht ganz, hat er eine WLTP-Reichweite von 310 oder 342 Kilometer. Es gibt hier drin die Version, die dann laufoptimierte Reifen hat, die ein anderes Getriebeverhältnis hat und eine andere Wärmepumpe hier drin, die hat dann 32 Kilometer mehr. Und jetzt kommst du. Jetzt komme ich zurück. Rekuperation und Lenkung. Ja, Rekuperation und Lenkung. Und eine Sache, bevor ich das erkläre, hört das mal an. Ich finde den Ton ein bisschen nervig. Ja? Ja, ich finde den ein bisschen nervig. Ich finde okay, ich beruhigt. Okay, ja. Jetzt haben wir hier die Stromflussanzeige drin. Jetzt geht es zum Thema Rekuperation. Wenn ich runtergehe vom Gas, seht ihr, dass das jetzt grün wird. Und was bedeutet das? Der Elektromotor kann auch andersherum als Generator fungieren und den Akku wieder aufladen. Und wenn ihr jetzt hier vorne nochmal schaut, wenn ich bremse, funktioniert das ein bisschen stärker. Und wenn ich jetzt hier runter in B gehe, ja, rekuperiert der noch stärker, was natürlich sehr gut ist. Und damit kann man sich vor allem in der Stadt eben die Reichweite erhöhen. Das Auto lädt sich selbst auf quasi und die Energie, die man zum Beispiel, ja, wenn man an eine Ampel ranfährt, die normalerweise verpufft bei einem Verbrenner, die wird eben wieder zurückgewonnen. Okay erklärt? Okay erklärt, gut erklärt. Super. Lenkung habe ich ja schon angedeutet, ich finde die gut, du fandest sie ein bisschen synthetisch. Für mich ist sie chillig, komfortabel und genau das, was das Auto auch verkörpert. Wir sind in einem ruhigen, leisen Elektroauto, leicht erhöht. Das ist jetzt kein richtiges SUV für mich, es ist eher so ein kleines CUV, auch wenn Jan das nicht gerne hört, weil er CUV den Begriff doof findet, weil das jetzt irgendwie nichts Ganzes, nichts Halbes ist. Aber ich finde, die Lenkung passt dazu, weil sie tendenziell eher komfortabel ist. Soll ich euch mal erzählen, wie man Jessie ärgern kann? Jessie ist die schlechteste Assistentenbenutzerin des Jahrhunderts. Ja. Noch schlechter als ich und das will was heißen. Ja. Und ich sage dann in Videos immer ganz gerne, hey Jessie, zeig doch mal die Assistenten, wie funktioniert es denn mit dem Tempomaten? Und dann rastet sie ganz oft aus und dann gucken wir uns jetzt einfach mal an, ob sie es findet. Also einen Spurhalteassistent habt ihr hier unten, ne? Da ist es und hier könnt ihr dann die Assistenten unten einstellen. Das seht ihr jetzt nicht, weil Jan wahrscheinlich nicht reinkommt. Ich zeige es euch. Ihr habt nämlich den Limiter oder den Cruise Control und da könnt ihr dann eben auch einstellen, ob der höher oder langsamer geht. Könnt ihr das hier eben da unten machen. Was wir jetzt aber als nächstes machen, ist gemeinsam zurückfahren und dann gibt es ein Fazit. Kommt mit! Kommen wir zu meinem Fazit und erstmal schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch jetzt der Peugeot 2008 so optisch gefällt. Ich persönlich mag die Peugeots sehr gerne, die sind sehr designorientiert und es ist einfach auch mal was anderes. Und ich habe euch bis jetzt ja nur die Wettbewerber erzählt, die jetzt auf der CMP-Plattform stehen. Es gibt aber noch mehr, beispielsweise ein Mazda MX-30 haben wir euch vorgestellt bei uns auf dem Kanal oder auch ein Kia e-Soul bzw. ein Hyundai Kona E. Könnt ihr alles mal bei uns auf dem Kanal recherchieren. Es gibt viel in dem Segment. Warum? Ihr habt Platz im Innenraum, ihr sitzt aber dennoch hoch und vor allem, ihr seid elektrisch unterwegs und Elektro ist die Zukunft, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Reichweite ist hier echt in Ordnung. Natürlich ist es kein Langstreckenauto. Wir waren damit jetzt auch wirklich nur bei uns innerstädtisch unterwegs und ab und zu mal auf der Autobahn für kurze Strecken. Es ist aber kein Auto aktuell mit der Reichweite, mit dem man jetzt sehr weit kommt. Das ist aber für den Durchschnittspendler gar kein Problem, der ja am Tag so 40 Kilometer fährt. Da muss man dann einmal in der Woche laden, was okay ist und auch die Ladezeiten sind gut. So oft schnell laden tut man normalerweise nicht, wenn man nicht auf der Autobahn unterwegs ist, aber 5 Stunden mit 11 kW, wenn man eine heimische Wallbox hat, steckt man den nachts oder abends ein und der ist am nächsten Tag eben voll, man hat keinen Stress und vor allem eben auch eine eigene Tankstelle bei sich mit daheim. Was ich sehr gut finde, Fahrmodi habt ihr jetzt auch, also ihr habt eine Spreizung zwischen sportlich, aber auch komfortabel fahren bzw. normal fahren und Eco fahren. Dementsprechend passen sich die Modi und auch die Leistungsdaten an, was ich sehr gut finde. Ich habe eine Sitzheizung, ich habe vor allem jetzt hier in der GT-Ausstattung alles, was mein Herz braucht. Aber jetzt geht es natürlich darum, ja, was kostet der? Und der Verbrenner beginnt bei 23.000 €.
Hier jetzt als Elektroauto beginnt er dann bei 35.000 Euro in Active, in GT beginnt er dann bei 39.000 Euro. Davon könnt ihr aber eine Förderung abziehen von bis zu 10.000 Euro oder eben eine Dienstwagensteuer von 0,25% anstatt 1% im Vergleich zu einem Verbrenner. Und dann kostet er eben so 30.000 Euro, wie er jetzt hier steht. Was ihr aber machen könnt, ist bei unserem Kooperationspartner GoLeasy vorbeischauen. Was machen die? Das ist eine Vergleichsplattform für Leasingangebote und die vergleichen für euch mit Anbietern wie Leasingmarkt oder auch Vehiculum und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Hier seid ihr aber gelandet bei The Car Crash Review. Hier gibt es jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Immer mehr Elektro. Ich glaube, wir haben fast 190 Elektrofahrzeuge hier vorgestellt. Abonniert daher gerne den Kanal, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann!